geht's endlich los zu Dimmys Eltern. Er steht einfach schon wieder, der Arme. Wenn wir ihm jetzt noch einmal Starthilfe geben, dann schafft er es bestimmt ins Dorf. Wir sind in Pakorne angekommen. Das war ein harter Weg. Papa, schon. Wie schön. Die gerechte Frage. Und ich kann nur sagen, ich sehe das sehr positiv alles, sehr schön. Richtig? Sind wir da? Fahren. Wir wollen euch ein bisschen Nostalgie zeigen. Wir sind echt gespannt. Hi, wir sind Dima und Katrin auf unserem größten Abenteuer gerade hier in Kasachstan. Schön, dass du wieder dabei bist. Wunderst du dich, warum wir aus dem Auto raus die Begrüßung machen? Musst du nicht. Es regnet wie Sau draußen und es stürmt richtig, richtig doll. Aber das hält uns natürlich nicht ab, unsere Reise fortzuführen. Und ja, bist du bereit für ein neues Abenteuer? Ja. Ja? Payachale. Also, dass der Sturm auf uns zukommt, haben wir auch daran erkannt, weil wir wollten vorher, ich wollte mich schon fertig machen zur Abfahrt und bin ausgestiegen und hinter dem Hinterreifen hat sich ein Vogel versteckt und er hat sich flach an die Erde gedrückt. Ich habe jetzt den Namen dieser Vogelart vergessen. Das machen sie, wenn Gefahr kommt. Und daran haben wir schon erkannt, okay, da ist was in Anmarsch. Und ja, haben dann in der Ferne gesehen, dass da schon am Regnen war. Und ja, ich habe den Vogel dann, durfte wirklich in die Hand nehmen und habe ihn dann auf einen sicheren Platz hingesetzt, da wo er ja, jetzt in Sicherheit diesen Sturm hier überstehen darf. Ja, genau. Сюда его посадил. Пускай тут отдыхает. Ja, und Dimmi verräumt jetzt nur noch die Keile und dann geht's endlich los zu Dimmys Eltern. Es sind noch 3,5 Stunden. Wir haben es einfach überhaupt nicht geschafft, das gestern durchzuziehen. Wir hatten nur noch 777 Kilometer, im letzten Video war es zu sehen. Wir haben es einfach nicht geschafft. Die Straße war so schlecht. Wir konnten teilweise nur 10, 20 km/h fahren. Ich blende mal ein paar Bilder ein, damit ihr seht, warum wir noch so im Verzug sind. Aber wir freuen uns sehr und ja, viel Spaß mit den Bildern. Ich sehe das, was das für eine Brücke ist. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich kann nicht mehr. Alles voll. Oh mein Gott. Und für die 500 Kilometer, die wir gestern nur geschafft haben, haben wir 11 Stunden gebraucht. Wir sind auch hier auf diesem Platz einfach im Dunkeln angekommen. Wir wussten gar nicht, wo wir sind. Es war so düster. Es war so düster, dass wir jetzt erst sehen, wo wir eigentlich heute Nacht geschlafen haben. Und natürlich ist es die Steppe. Aber durch die dunklen Wolken, die gestern Abend schon am Himmel waren, hatten wir echt das Gefühl, dass wir durch den Wald fahren. Das war so ein uriges Gefühl einfach. Ja,
Und wir konnten auch nicht eher anhalten, weil links und rechts alles nass war. Und ja, eigentlich fahren wir nicht im Dunkeln, aber gestern war es einfach notwendig und wir hatten keine andere Wahl. Aber ist ja nicht schlimm, ist ja alles gut gegangen. Aber wir müssen ja auch echt sagen, dass es jetzt regnet, stört uns überhaupt nicht, weil Kasachstan hat wettertechnisch echt gut mit uns gemeint. In Kirgisistan war es nicht so, aber hier in Kasachstan hatten wir fast durchgehend nur gutes Wetter, oder? Oh ja, das stimmt. Also es war auch nicht übertrieben heiß immer. Es gab Tage, aber angenehm so. Wahrscheinlich auch, weil wir die ganze Zeit gefahren sind und die Klimaanlage war. Wahrscheinlich. Und wir hoffen wirklich sehr, dass wir nicht wieder Schotterpiste fahren müssen. Nein. Arme Betty. Ja, die hat gestern so gelitten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Okay. Das war's. Das gleiche Spiel wie gestern. Oh nein. Ja, wir haben auch noch ein Experiment machen müssen heute Morgen, weil wir gestern auf der ganzen Strecke keinen kleinen Supermarkt oder irgendwas gefunden haben, keine Tankstelle, gar nichts. Und am Anfang vergessen haben, Wasser zu kaufen. Weil wir kochen Kaffee ja nur mit gekauftem Wasser, haben wir heute Morgen Kaffee mit Mineralwasser gekocht. Und was sollen wir sagen? Das funktioniert wunderbar. Keine Kohlensäure mehr drin durchs Kochen. Hat gut geschmeckt, oder? Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ich auch nicht. Ja, nur mal so ein kleiner Tipp am Rande. Mineralwasser geht auch für Kaffee. Ja, und falls sich jemand fragt, welche Route wir genommen haben, wir waren ja im letzten Video in Lepsi und da haben wir ja am Balkarsee jemanden getroffen, der gesagt hat, fahrt zurück über Tal di Kogan und dann wieder Richtung Almaty und dann gibt es nach Karaganda eine richtig gute Straße, die wir ja beim letzten Besuch in Pakorne schon genommen haben. Die war wirklich super. Da haben wir ja gesagt, boah nee, 300 Kilometer wollen wir keinen Umweg fahren. Wenn wir geahnt hätten, was auf uns zukommt, dann hätten wir auch 500 Kilometer Umweg in Kauf genommen, Leute. Das war eine Katastrophe. Also es war die Route zwischen Lepsi und Karaganda, die eine Katastrophe war. Vielleicht kennt sie ja jemand. Dann kannst du es gerne in die Kommentare schreiben. Hier hoch. Und so ging das gestern ständig. Also, wir haben jetzt lecker gegessen. Ich empfand es sehr lecker. Katrin war nicht so begeistert von ihrem Essen. Aber egal. Genau. Und die Frau, eine der Frauen, die das dort gearbeitet haben, der hat sich zu uns gesetzt und hat ein bisschen erzählt von der Gegend hier. Zum Beispiel, dass es hier Wölfe gibt
und dass es hier so inzwischen viele Schlangen gibt. Ja, und dass es hier Luchse gibt. Und was sie noch erzählt hat, also es gibt ja ein paar Leute von euch, also ein paar Kommentare haben wir gelesen, als wir in Kirgisistan waren, dass Leute sich immer wieder daran erinnert haben, dass sie am Issyk-Kul-See in so Pionierlager waren. Und dass die richtig begeistert sind davon waren, als Kind dort zu sein, was die dort erlebt haben. Und es gibt tatsächlich hier in dieser Gegend, hier wo wir gerade sind, wir blenden den Namen ein, immer noch ein Pionierlager, wo Kinder halt abgegeben werden und wo die halt genau das machen, was man in so einem Pionierlager früher gemacht hat. Richtig cool, ich finde es richtig cool. Also wenn ich jetzt noch mal klein wäre oder ein Kind wäre, ich wäre gerne in so einem Pionierlager. Stopp. Es stand jetzt hier gerade ein junger Mann an der Straße mit seinem Auto. Und wir gucken gerade wie... Hi! Wir gucken gerade... Hello! Wir gucken gerade, wie wir ihm helfen können. Da fährt er. Also dieses Gerät hat schon viel, das hat echt schon vielen geholfen. Ja. War sein Akku leer, ha? Ja, aber ich verstehe nicht, wie es mitten während des Fahrts ausgehen so kann. Mhm. Und wenn ich dann helfe beim Starten, das funktioniert wieder. Das kann dann immer wieder passieren, Ja. oder? Aber er ist glücklich, kommt aus Karaganda. Ah, schön. Naja, er nimmt dieselbe Richtung wie wir. Vielleicht sehen wir ihn noch mal. Er steht einfach schon wieder, der Arme. Oh Mann, das tut mir echt leid. Also Mama, wir verspäten uns. Oh Mann. Also der junge Mann sagt jetzt gerade, er darf nicht vom Gas gehen. Sobald er ein bisschen runter geht, geht die Karre aus. Vielleicht Lichtmaschine, die keinen Strom mehr produziert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Autos. Wir können ihn nur überbrücken. Aber ich denke, das Problem wird ihn jetzt bis Karaganda. Ich hoffe, er schafft es bis Karaganda. Mensch. Ich meine, wenn er vor uns fährt, hat er gute Chancen. Ich lasse das Ding mal hier. Ja, ich denke, wir werden ihn noch 1-2 Mal sehen. Es sind ja noch 100, Fahr den mal einfach hinterher. 100 Kilometer. Der Arme. Alle guten Dinge sind 3. Oh, der Arme. Ach Mensch, ey. Das tut mir jetzt echt leid. Da. Oh Mann. Слышь, давай мы тебя с собой возьмем, довезем.
So, gib Gas. Ah. Der schafft es so auf gar keinen Fall bis nach Karaganda. Es sind noch 80 Kilometer. Der arme Mensch. Der junge Mann wird es bis Karaganda definitiv nicht schaffen. Ich habe schon überlegt, ihm das Teil mitzugeben, aber das ist auch schon leer. Ja, das bringt nichts. Das bringt nichts. Und jetzt hat er gesagt, er muss nur bis zum nächsten Dorf schaffen und dort hat er Bekannte, die ihm dann helfen. Ja, jetzt ist er losgefahren, jetzt fahren wir einfach hinterher. Ja. Wenn es nochmal ausgeht, dann versuchen wir nochmal zu starten, aber wenn da kein Saft mehr drauf ist, dann nehmen wir ihn einfach mit und dann soll er zu seinen Freunden gehen und dann sollen die schauen, dass die es hinkriegen. Genau. Und Payachale, deine Mama wartet. Also, er wollte ja ins nächste Dorf. Das Schild hat er erreicht. Oh Mann, Mann, Mann. Also, wenn wir ihm jetzt noch einmal Starthilfe geben, genauso viel Saft haben wir noch auf diesem Starterdingen, dann schafft er es bestimmt ins Dorf. Bestimmt. Wir können schon sehen. Oh Mann, Mann, Mann. Yay. An ist es. Jetzt müssen wir nur gucken, wie weit er beim diesem Mal kommt. Gib Gas, Junge. Payachale! Die fünfte. Also, da ist er wieder. Vielleicht reicht unsere Batterie noch für ein einziges Mal. Aber dann ist, glaube ich, auch fertig. Also an ist er. Er hat gesagt, ein kleines Stück noch. Tüt, tüt, das habe ich verstanden. Fahr, Junge! Also, das war's jetzt. Unser Ding ist leer, ne? Ich hoffe, dass. Oder Also schon- ein Strich Ein hatte. Strich hat er noch. Aber ich weiß nicht. ob's- Vielleicht könnten wir noch einmal helfen, ich weiß es nicht genau. Aber er hat gesagt, nur noch über den Berg. So, und wir müssen jetzt zu Dimis Mama, wir haben schon voll Verspätung. Und die sitzt bestimmt auf heißen Kohlen, Mensch. So, Payachale. Also, wir haben gesehen, er ist bei seinem Freund angekommen. Aber die letzten Meter haben sie wieder geschoben bis zum Haus ran. Aber er ist sicher angekommen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Mensch, der Arme, ehrlich.
Ihr Lieben, wir sind in Pakorne angekommen. Das war ein harter Weg, aber wir freuen uns so sehr, wieder hier zu sein. Ja. Wir waren ja vor ein paar Wochen schon mal hier. Das war schon emotional, wo wir Slava treffen durften, hier im Ort von Dimi seiner Kindheit. Und jetzt, nach so vielen Jahren, 34 Jahre, ich fieber da so richtig mit, ist Dimi mit seinen Eltern wieder hier. Und wir sind so gespannt gleich. Wir werden jetzt gleich zu dir die Gesat fahren, wo sie die Zeit über, wo sie hier in Kasachstan Urlaub machen, auch wohnen. Und wie fühlst du dich? Ja, ich bin sehr glücklich. Je näher wir gekommen sind, habe ich mehr gespürt, wie so Schmetterlinge im Bauch sind. Positive Nervosität, so eine kindliche Freude, wie ein Kind sich freut auf seinen Geburtstag oder auf Weihnachten. Ja, ich kenne alle dieses Gefühl. Und ja, ich bin dankbar, heute hier zu sein. Dankbar, meine Eltern heute nach so langer Zeit hier auf dem heimischen Boden treffen zu dürfen. Das macht mit mir was, ja. Ja. Ja, es ist, diese Kasachstan-Reise ist einfach so eine emotionale Reise für Dimi. Aber ich hätte nicht gedacht, dass mich das auch so emotional mitnimmt. Ne? Und Dimi ist ja einer, der so seine Emotionen meist mit sich selber ausmacht. Aber ich glaube, deswegen hat Gott uns einfach zusammengeführt, dass ich diejenige bin, die einfach seine Emotionen auch nach außen trägt irgendwie. Und ich freue mich sehr. Vielleicht hat meine Mama für mich meine Lieblingsfrikadellen gemacht. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Aber ich würde mich freuen, Mama. Also, willst du noch was sagen? Ja, also früher hieß es ja Pakorne, die das nicht mitbekommen haben. Jetzt heißt es bei Mirza. Und egal wie es heißt, ich liebe es. Und ja, alle, die von hier kommen, viel Spaß beim Zuschauen. Ja, Genau. ganz genau. Also, wir machen jetzt auf, wir gehen rein ins Dorf und ja, freuen uns sehr. Hier sind sie. Das Haus kennt ihr, oder? Der hat gestrichen, oder? Ah, die Katze ist auch da. Mama und Papa warten schon. Wie schön. Schon heulig. Bitte, bleib einfach stehen. Hallöchen. Mama, что ты плачешь? Schön. Oh Mama. Gut siehst du aus. Здрасте. Все снимает. Дядь Гизат, здрасте. Давно не виделись? Да. Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Здрасте. Вы хоть снимаете? Да, он там. Вон стоит. Wir sind in Kasachstan. Endlich haben wir uns getroffen, oder? So lange gewartet. Na, Ich habe was mitgebracht. Я вас mitgebracht. все хорошо доехали. Да, вчера было не так уж. Дорога была нехорошая. Не по той дороге поехали. Да. Устали вчера до 11 вечера мы ехали. Потом еле-еле место нашли, где встать, встали.
легли спать. Сегодня, слава богу, доехали хорошо. Не, Да, ну, все-таки надо было старших послушать. да, да, было, да. Опытных, которые людей, которые... Да, да. Нам на будущее. Ну, пойдемте, проходите, все, стоять. Пошли. Здравствуйте. So schön. So schön, die beiden wiederzusehen, alle vier wiederzusehen. Die Bibigul und der Didi gesagt, die waren ja auch so unglaublich nett zu uns. Und diese Begrüßung ist einfach unglaublich. Und jetzt schaut euch das wieder an. Also das ist ja unglaublich. Was sagen wir dazu? Lecker. Пап, садись сюда. Wir haben richtig gut gegessen. So gut wie schon lange nicht mehr. So richtig Hausmannskost. Das war eine Wohltat für meinen Bauch und für deinen, oder? Ja. Oh, so lecker. Wir sind einfach dankbar, dass wir hier hinkommen und wie Familie aufgenommen werden. Also, ja, ist einfach so schön, ne? Mama hat gerade gesagt, sie glaubt, sie träumt. Sie kann nicht fassen, dass wir hier in Kasachstan sind. Sie kann nicht fassen, dass wir hier zusammen einfach sein dürfen. Ja, das ist irgendwie nicht greifbar. Wie letztes Mal ich schon gesagt habe mit meinem Bruder. Jetzt steht man hier, man ist in dem Dorf, wo man vor 34 Jahren zusammen war. Aber manchmal versteht der Verstand das nicht. Aber das Herz freut sich trotzdem. Ja, Ja. so krass. Ich will noch eben was fragen. Papa? Papa? Ich will kurz was fragen. Papa, слушай меня. Wie viele Jahre seid ihr jetzt befreundet? Seit der ersten Klasse. Das sind wie viele Jahre? 59. Wow. Die beiden Männer im Hintergrund sind schon 59 Jahre befreundet. Ist das nicht der Hammer? Wer darf so eine Freundschaft heute noch erleben, die so über so viele Kilometer und so viele Jahre Bestand hat? Also, ich finde das bemerkenswert. Richtig cool. Ja, Dimi und ich, direkt hier bei Didi gesagt, um die Ecke gibt es einen Fluss. Und wir wollen mal gucken, weil wir gesehen haben, da wo wir schlafen, ist der Flussbestand recht niedrig. Komplett fast Ja, ausgetrocknet. wir wollen jetzt hier mal um die Ecke schauen, ob es hier genauso aussieht, bevor es an die nächste Runde Essen geht. Leute, Tee und Tee und Süßigkeiten. Hier kommt man aus dem Essen nicht raus, aber das kennt ihr ja. Das ist euch ja mit in die Wiege gelegt worden, ihr Russlanddeutschen. Du hast gesagt, der Fluss ist um die Ecke. Ja, dann müssen wir rechts ab. Der ist gar nicht um die Ecke. Für mich ist das um die Ecke. Jeder hat eine Eine andere Ecke. Denkweise von um die Ecke. Also hier bellen ja überall Hunde. Aber Dimi hat gesagt, ich soll mich mehr vor der Gans fürchten. Also ich gehe wieder nach Didi Gesagt und Dimi nimmt euch mit. Tut mir leid, Schatz, aber den Weg musst du alleine gehen. Okay. Auf Wiedersehen. Das Vidania. Bis wieder. Bis gleich. Bis gleich. Der Himmel sieht richtig cool aus, oder? Ja, was meint ihr, werde ich jetzt von den Gänsen angegriffen? Das ist hier die Gänsegang. Ein bisschen bedrohlich wirkt das ja schon.
Aber wir lassen uns nicht einschüchtern. Also jetzt bin ich gespannt, wie viel Wasser im Fluss noch ist. Letztes Mal konnten wir hier noch schön mit dem Boot schwimmen. Ja, nee, hier ist der Wasserstand schön hoch. Also, da weiß ich, wo ich hinkomme, um eventuell zu angeln. Seht ihr die ganzen Libellen? Das ist ja richtig krass hier. Hier nochmal für die ganzen Männer und Frauen, die ganz viel Zeit an den Flüssen Kasachstan verbracht haben. Hier nochmal so ein schöner Anblick, wie es hier abends aussieht. Leider habe ich meine Angelrute gerade nicht dabei. Oh, die ganzen Mücken, die stechen mich. Ja, das ist ein wunderschöner Anblick, oder? Einen wunderschönen guten Morgen. Alle anderen schlafen noch, aber die Schreinermänner sind schon wach. Da steht Papa mit der Angel schon bereit. Ohne dass wir uns verabredet haben, sind wir beide aufgestanden, weil wir Lust haben, angeln zu gehen. So, jetzt gehen wir zusammen in den Fluss und schmeißen ein paar Mal die Angel rein. Bayachele. Also, hier die ersten Würfe für heute Morgen. Papa hat schon gestern oder vorgestern 3, also ein Barsch und 2 Hechte rausgeholt. Schauen wir mal. Also lustig, dass wir beide gleichzeitig wach geworden sind und den gleichen Gedanken hatten, angeln zu gehen. Ну большая, да? Иногда думаешь, что на такой большой не прыгнут же. Also diese Bauten sind hier, also die was ihr hier seht, sind über 100 Jahre alt. Das hier jetzt nicht, aber die Mauer, die ihr gerade gesehen habt, genau. Ну еще это ферма, да? Вон корова, лошадь. Ну. Früher sind wir hier als Kinder, vielleicht nicht hier genau, aber andere Farmen hingegangen, haben wir Stall ausgemistet, dafür durften wir reiten gehen. Bis mich ein Pferd runtergeworfen hat und über mich drüber gesprungen ist. Danach habe ich nie wieder geritten. Was, Papa, habt ihr auch sowas gemacht? Ja, wir waren nach draußen auf der Steppe, Litovki. Und dann hat man richtig Gas gegeben, ne? Mit dem Pferd. Voll galoppiert. Ah. Das war super. Gute Übernachtung draußen gewesen. Komm, Leute. Здрасте. Вдоль речки. Там можно пройти?
Ja, kein Unterschied. Hauptsache, wir sind Reiseversicherung. Guten Morgen. Guten Morgen! Na, was macht ihr denn da? Wie viele Fische gibt's? Nix. Чай. Ничего не поймали? А, вы же завтракаете, хорошо. Wir machen Frauenfrühstück. Schön. Wir haben euch alle vermisst, verloren. Alle Männer Papa weg. ist weg ohne Telefon, dass ich No. ihn nicht störe. Ja, Karin hat dich angerufen, du hast auch nicht. А. Шрайнеры сегодня встали и проснулись, ohne sich abzusprechen. И встретились на улице, удочку взяли и ушли. Die Schreins haben sich hier ohne abzusprechen. Die können das. Ja. Die Schreinermänner. Ja. Und Papa sagte gestern, nee, morgen wird vielleicht nicht wegen Erkältung. Ja, und da mache ich Augen auf. Er ist weg. So sind sie. Ja. Ja, und wie ihr wisst, ist ja seit einigen Wochen unser Tankdeckel vom Wassertank kaputt. Und Dimis Eltern haben uns ja zwei neue mitgebracht. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Ist ein Autohaus, oder? Wohnmobilhändler Wick. Genau, jetzt ist es mir eingefallen. In Plettenberg. Danke, dass ihr uns die Deckel so schnell besorgt habt und dass es so unkompliziert war. Ja, genau. Also, Dimi macht sie jetzt drauf, einen davon. Und einen lassen wir als Reserve. Mal gucken. Mal gucken, ob sie passen. Ich habe ja schon drauf gemacht. Ist schon drauf. Ich muss nur noch Wasser reintun und wir müssen schauen, ob es dicht ist. Das ist ein ganz großes Problem in unserer Ehe. Kommunikation. Das müssen wir lernen. Also wer es noch weiß, dieser Deckel war gebrochen. Den habe ich jetzt schon abgeschraubt, habe es entsorgt. Und wir haben jetzt neuen Deckel drauf. Jetzt habe ich schon drauf gemacht und jetzt gucken wir mal, ob es dicht ist. Tun wir Wasser rein und dann schauen wir mal, ob es dicht ist. Genau. Der Tank ist voll. 100 Liter, das heißt, da ist Druck drauf und es tröpfelt nirgendwo, kommt kein Wasser raus. Das heißt, alles gut, der Tankdeckel hält. Ich muss nur noch schauen, dass ich mir was besorge, damit ich es ein bisschen stabilisiere, dass es nicht nochmal platzt. Genau. Ja, und da unser Auto echt gelitten hat, die Schiene am Tisch ist gebrochen, da können wir jetzt erstmal nichts gegen machen. Er wird weiterhin wackeln, aber nicht der Schrank, der offen ist, sondern der daneben. Da ist uns das Scharnier rausgebrochen. Dimi hat es jetzt schon geklebt. Und jetzt willst du 2 neue Schrauben reinmachen, oder? Ja, hier sind zum Beispiel einmal diese Schrauben und hier sind Zusatzlöcher und da will ich gucken, dass ich das festmache, dass sie noch mal ein bisschen fester sind. Genau. Weil, wie Katrin schon sagt, durch das ganze Rütteln und Wackeln wird das alles schnell lose. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist, damit noch mal fester zu machen, weil es wackelt ja auch und bricht irgendwann mal auch raus. Aber ja, irgendwas muss ich ja machen. Ja. Dimitri, der Heimwerkerkönig. Ja. Ihr Lieben, es ist mittlerweile schon Nachmittag, ich glaube schon 15 Uhr. Und heute gestaltet sich das ein bisschen schwieriger für uns, irgendwie euch mit in den Tag zu nehmen, weil wir ja zeitgleich auch das Parkour Spezialvideo machen. Und jetzt sind wir gerade die ganze Zeit durchs Dorf gefahren. Papa hat erzählt, wer wo wohnt. Und ja, wir haben uns noch die Schule angeschaut und den Kindergarten. Genau. Aber irgendwie ist dabei verloren gegangen, dass wir euch mit
in diese Zeit nehmen, weil wir uns jetzt so darauf konzentriert haben, einfach das Dorf zu filmen und die einzelnen Häuser. Ja, vergebt uns da ein bisschen. Aber jetzt machen wir kurz Pause. Die Bibigol und der die gesagt haben, angerufen und haben gesagt, Mittag ist fertig, kommt was essen. Und ja, wir werden gleich nochmal die zweite Runde starten. Und dann denke ich, haben wir das Dorf durch, ne? Ja. Und heute Abend gibt's Schaschlik, es wird gegrillt und da seid ihr auf jeden Fall dabei. Also seid ein bisschen nachsichtig mit uns, dass wir diesen Spagat heute überhaupt nicht hinkriegen. Aber ja, es ist halt wie es ist. Wir genießen die Zeit trotzdem sehr, auch wenn wir versuchen, irgendwie den Fokus aufs Hauptvideo zu legen, auf dieses Video, gelingt es uns nicht. Aber das ist halt einfach so. Wir sind keine Profis und ja, machen das Beste draus. Und jetzt haben wir Hunger, oder? Ja, Richtig Hunger, oder? es geht. Und richtig Durst. Durst, mehr Durst. Ja, ganz genau. Also wir gehen mal rein, wir nehmen euch mit und gucken mal, was die Bibigol wieder Feines gezaubert hat, oder? Ja. Genau. Also, Payachale. Doch nicht? Bleiben wir noch hier draußen? Nein, wir lassen sie jetzt nicht. Schön in der Hollywood-Schaukel. Die ist echt so gemütlich. Nein, okay, wir machen jetzt. Los. Also riechen, Ja, das riecht schon lecker. es riecht nach Mante. Findest du? Ja. Ich bin gespannt, ob mein Näschen richtig liegt. Fisch. Ah, Sanita. Das riecht nach Fisch. Рыба пахнет. Ich kann so nicht. Это рыба, которую вы сегодня утром поймали? So. Wir haben fertig mit dem Dorf. Wir haben jede einzelne Straße abgefahren, jedes Haus gefilmt. Also, das war echt zeitaufwendig, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, aber sind ein paar schöne Aufnahmen dabei und in den nächsten Tagen werde ich mich mal an das Video rantrauen. Ich will das ja auch gut machen und ich will das ja, einfach für die Menschen, die in Pakorne gelebt haben, wirklich schön machen. Und deswegen brauche ich halt ein bisschen Zeit dafür. Und ich weiß noch nicht, wann es rauskommt. Aber wir sind jetzt wieder hier. Die Männer arbeiten noch ein bisschen. Die helfen dem Dedi Gesat noch ein bisschen. Und dann wird auch bald der Grill angeschmissen. Und dann gibt's für Dimi endlich Schaschlik. Und da es Hähnchen-Schaschlik gibt, sage ich vielleicht heute auch nicht Nein dazu. Ich habe ja eigentlich gedacht, ihr arbeitet. Ich habe gerade gesagt, dass ihr fleißig seid. Ah. Das müssen wir noch alles wegräumen. Ah, okay. Ja, Britti. Britti. Du bist eine kleine Verbrecher. Du bist mir einer. Also, ich habe nicht gelogen. Die sind jetzt wirklich fleißig. Und schaut mal, ich weiß nicht, ob man das auf die Kamera so sieht, aber hier wird noch mit Kohle geheizt, ne? Krass. Holz und Kohle. Wow. Das erinnert mich sogar an meine Kindheit. Wir hatten ja früher im Osten auch einen Kohleofen. Wow. Oh, ich stehe im Weg. Jetzt haben wir einen ruhigen Moment und jetzt kann ich die Frage stellen, die uns allen, glaube ich, brennt. Also, ihr lieben Schreiners, ihr wisst ja, ich liebe euch sehr und deswegen möchte ich gerne von euch wissen, wie fühlt ihr euch jetzt hier nach so vielen Jahren zusammen in Kasachstan zu sein? Papa wollte schon wegschmeißen. Entschuldigung. Naja, ist eine gerechte Frage. Und ich kann nur sagen, ich sehe das sehr positiv alles, sehr schön. Ja, haben wir auch lange drauf gearbeitet.
Und jetzt sind wir echt zufrieden, egal was kommt. Ja. Manchmal ist es anstrengend, manchmal anders. Aber ich würde sagen, vom Feinsten. Ja. Super. Und wir erwarten noch, dass es noch besser wird. In Almata und Ja. Astana. Also, ich finde es super. Mama? Es wird laut. Naja, was soll ich sagen? Man fühlt man sich wohl wie zu Hause. Ja, das ist unser Heimatort, obwohl ich nicht hier geboren bin. Ich bin hier, wie sagt man, angeheiratet. Ne? Ich wohnte in Zelenograd und bin geheiratet und nach Pokorne gezogen. Und seitdem ist das auch meine Heimat. Und obwohl ich hier nicht lebte, meine Oma Eichmann wohnte hier in Pokorne. Und ich war jede Sommer, in Sommerferien, sind meine Geschwister hierher gekommen und den ganzen Sommer haben wir hier verbracht. Und dadurch haben wir uns kennengelernt. Ja, also als Kinder noch. Ja, und ich fühle mich sehr wohl und das ist meine Heimat hier. Und ich habe jetzt mal da in Zelenograd noch mein Haus, aber hier fühle ich mich wohl. Hier ist unsere Familie gegründet, sind 2 Kinder zur Welt gekommen und ja, und wir waren schon vor 3 Jahren hier. Und das war vor 3 Jahren, das war 31 Jahre, wo wir nicht in Kasachstan waren. Aber da haben wir gesagt, ja, das war erstmal, man kann das sich nicht leisten. Und dann Arbeit und dann noch was. Ne? Und dann endlich haben wir uns entschlossen, nach Kasachstan zu fliegen. Haben wir das auch gemacht. Und da haben wir zu Hause gesagt, so, wir fliegen dahin und da sehen alles an und da schließen wir dieses Kapitel ab, sozusagen. Ne? Ja, und dann sind wir hierher gekommen und dann waren 3 Wochen hier in Astana und nach Hause gekommen und noch mehr Sehnsucht bekommen und diese Heimweh. Und das lässt auch nicht, es lässt nicht. Ne? Man möchte und deswegen sind wir wieder da. Und wenn der Gott so will, dass wir auch noch gesund bleiben, vielleicht kommen wir wieder. Man sagt nie. Und wie gesagt, wir fühlen uns hier zu Hause. Und wir sind auch so herzlich von unseren Freunden, der Klassenkamerade von Andrei, die angenommen sind, sehr nette Menschen. Und sie machen alles Mögliche für uns. Und morgen machen wir einen Ausflug nach Almata und dann vielleicht was anderes. Naja, okay, ich habe lange geredet und ja, ich gebe das weiter an Dimi. Ja, also ich weiß noch, dass wir vor 6 Monaten oder sogar noch länger zu Hause gesessen haben und geträumt haben, diese Reise zu machen. Dann war auf einmal klar, dass mein Bruder auch kommt und meine Eltern. Und da haben wir uns riesig drauf gefreut. Und das ist auch passiert. Wir sind hergekommen und jetzt sitzen wir neben Mama und Papa. Slava haben wir auch gesehen. Ich habe gehofft, dass er insgeheim uns doch überrascht und auch hier ist nochmal. Aber so, Slava war schon da und ich kenne seine Vernunft. Der würde das so nicht machen. Genau. Ja, ist ja nicht die Mann. Ich würde das machen. Ich bin da verrückt. Mein Bruder ist sehr vernünftig. Ja, Genau. Familie und mit dem Genau. Ja. Ja, ich bin dankbar dafür, sehr dankbar dafür. Es hat sich hier von Menschlichen viel verändert. Es kennt mich kaum einer. Meine Eltern kennen Leute, meine Großeltern kennen Leute vielleicht, aber mich kennt kaum einer. Ich habe mich heute gefreut. Ich habe mich gefragt, ich hatte einen Klassenkameraden gehabt, der Kasache ist. Den habe ich nicht gesehen, ewig. Und ich habe mich immer gefragt, wie es ihm geht, wie er jetzt aussieht. Und tatsächlich, da wo wir heute sind, bei der Degisat, wir kommen hier an, weil wir unterwegs waren und Videos gemacht haben und kommen wieder zurück. Auf einmal kommt er aus der Tür raus und er ist eigentlich der Neffe von der Degisat. Ich habe mich riesig gefreut, ihn zu sehen. Ja,
Sieht gut aus. Einer der wenigen aus meiner Klasse, die ich wirklich im heimischen Land zu sehen bekommen habe. Ein paar Leute habe ich gesehen in Deutschland, aber ihn, der hier geblieben ist, durfte ich jetzt auch sehen. Das hat mich jetzt sehr glücklich gemacht. Das war eine große Überraschung, auch wenn wir jetzt nicht viel reden konnten, weil er sehr beschäftigt ist. Ja, aber ja, dass Mama und Papa hier sind und wir hier Zeit verbringen können. Ich bin extrem dankbar dafür, darauf haben wir lange hingefiebert und ja, jetzt genießen wir die Zeit einfach zusammen, solange es geht. Morgen geht es für euch weiter, aber wir sehen uns wieder und ja, Am 9. Ne? ja, am 9. sehen wir uns wieder und feiern deinen Geburtstag, Mama. Ja, freu ich mich drauf. Also ich habe gedacht, es wird emotionaler, aber wie ich mich inzwischen kennengelernt habe, bei mir braucht das alles Zeit, damit meine Seele das verarbeitet und das kommt oft alles, die Gefühle später hoch. Ja, das ist bei mir so. Manchmal denke ich, ich bin kalt, aber ich bin nicht kalt. Es ist einfach nur, meine Emotionen brauchen ein bisschen, bis es von da bis hier angekommen ist. Aber ich weiß, dass ich dankbar bin. Und ich habe mich auf diesen Moment sehr gefreut. Ja. Ich mich auch. Katrin, aber wie fühlst du dich hier mit uns? So? Wie fühlst du dich? Deine Gefühle, deine Gedanken? Jetzt drehen wir das Spielchen mal. Damit habe ich nie gerechnet. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt haben sie den Spieß einfach umgedreht. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich ja nicht in Kasachstan ankomme oder so, wegen der Hitze, wegen den Mücken und dass man mich vielleicht nicht akzeptiert, weil ich so tätowiert bin und so. Aber ich bin jetzt das 2. Mal hier im Pakorne und es ist für mich wie nach Hause kommen. Das habe ich aber auch der lieben Bibi Gol und dir die Gesat zu verdanken. Na, ich will nicht schon wieder heulen. Ich habe es einfach auch den beiden zu verdanken, dass die mich hier so herzlich aufgenommen haben. Und ich weiß, wie sehr du, Mama, gefiebert hast, dass alles klappt, dass wir es mit dem Visum, dass wir es mit den Tagen schaffen, dass nichts dazwischen kommt, dass wir uns hier zu 4 treffen können. Und es hat geklappt und so Gott will, klappt es auch nächstes Jahr nochmal für uns. Und dann wäre es echt schön, wenn Slava und Familie auch dabei wären. Das wäre... Nee, man kann nicht alles haben. Also wir sind dankbar für die Zeit mit Slava, die wir hier in Pakorne hatten, die wirklich unglaublich war. Also das ist mit nichts zu vergleichen, was wir hier für eine Zeit mit Slava einfach hatten, oder? Und auch jetzt das mit euch. Wir haben nicht so viel Zeit mit euch wie mit Slava, aber wir genießen die Zeit, sind dankbar und freuen uns auch, dass es bald nach Astana mit euch geht. Also das wird auch nochmal spannend und ja. Ich bin einfach froh, dass ich ein Teil von eurer Familie bin, das wisst ihr ja. Und bin einfach dankbar, dass ich genau weiß, dass ihr mich so sehr liebt wie ich euch und das, ja. Ich sage immer jetzt, ich hatte 2 Söhne. Ja. Wir haben 2 Söhne und dazu haben wir noch 2 Töchter. Wir wohnen Katrin und Julia. Ja. Also wir lieben die beiden wie eigene Töchter und das dabei soll es auch bleiben. Und das lasst ihr uns auch spüren. Also Julia und ich, wir sind echt gesegnet mit solchen Schwiegereltern, weil das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Und ja, ich bin dankbar. So, jetzt habe ich mich aber zusammengerissen. Wow. Ja. Spasiba. Ente, genau. Schaschlik aus Ente und da liegt noch Hähnchen. Oh. So ist das. Gesagt, О, что ты делаешь? мясновато тут. Вот. Такого вы еще не видели. Не видели?
Мы не видели. Катрин пила уже с детьми. Да, Катрин? Ja. Hast du schon gefilmt, sagt er, Ja? wie der Samovar. Ja, ja. Катрин не удивишь ничем. Samovar mag ich. Nicht irgendwas so, wie sagt man, überraschen. Ja. Überraschen. Das ist echt schön, ich mag das total. Она с Дариной, да, хорошо Aha. общалась, да? Ja. Mit Darina hast du gut Ja, ja. No ja, die Wieso- Ayjan war nicht da. Ich glaube, die andere Schwiegertochter. Nee, die kennen wir nicht. Не, Айжан здесь не была, mit Айжан. Айжан тоже такая, она открытая, она... А, ну да, нет, в смысле, это на английском, Мясо. Нет, ты опять снимаю. Ты снимай здесь всего. Два слова снимаю за значение. Я снимала. А, нет, отсюда снимай. Да. А у снимающего третье есть значение. Да, еще и три. А дыни что не... Дыня есть там? Дыню я не видел. Мистер Арбуз сидит. Смотри, там еще сколько Да. арбузов. Ну, дыню тоже надо Ну, порезать. это попозже. Потом мы мясо поедим, Ну, ладно, особенно давайте. я. Сейчас мама мясо покажет. Кто Битте. говорит? Danke. Давай. Вдруг отравлено. Willst du Ente? Поухаживает Так, Катрин за... надо что это, щипцы принести, наверное, да? Да, Willst du, да. Schatz? Зачем? Ich würde eins probieren, was nicht so Для fettig мяса, ist. чтобы мясо выбирать. Спасибо. Чё? Nom. Слушай, Андрей, Катрин, куртку принеси наверх. Also Schatz, wir dürfen dieses Essen nicht mit Ton laufen lassen, wenn wir das schnell durchlaufen. Schnelldurchlauf. Speedy Gonzales. Nee, ich meine das ernst. Ja, reden die schlimme Sachen. Ja. Papa benimmt sich nicht. Auf meiner Seite. Ich bin immer auf deiner Seite. Ja. Aber jetzt gerade sitze ich auf Timmys Seite. Сказал, ты прозевал. Катрин, Toast. Нет, Оля, не говорила, да. на что-нибудь. Was soll ich sagen? Toast. Ich wünsche euch, dass ihr vier hier noch ganz viele Jahre, gesunde Jahre, lange Jahre zusammenkommen könnt. Als Freunde. Darf ich? Она желает, чтобы мы четверо еще многие годы, как друзья, были вместе, вот так дружили. Данки, да. Bitte, bitte. Und ja, finanziellen Segen wünsche ich euch einfach und ganz viele Enkelkinder. Финансовое благословение и много-много внуков. Ой, спасибо. Данки, все. Mehr braucht man nicht, oder? Программа максимум. Сейчас я арбузы дынки сейчас. Спать будете. Ты уверен, что будем спать? Или в туалет будем бегать. Я сплю в ванной. Возле унитаза. Ihr Lieben, wir sind wieder am Fluss, an unserem Platz, wo wir beim letzten Besuch vom Pakorne geschlafen haben. Wir waren ein bisschen traurig, weil der Fluss, aber das können wir euch erst morgen früh zeigen, ist fast ausgetrocknet. Also ist nur noch ganz wenig Wasser drin. Das heißt, Demi wird morgen früh nicht aufstehen und angeln. So viel steht fest. Zumindest nicht direkt. Nicht direkt hier, ja. Also es war ein richtig, richtig schöner Tag. Wir haben ja vorhin schon erklärt, dass wir ja heute einfach auf 2 Hochzeiten getanzt haben und es hat nicht funktioniert. Aber wir konnten euch trotzdem ein paar Einblicke geben und es war wirklich schön, oder? Wir haben die Zeit sehr genossen, sind voll vom Essen und ja, jetzt Dimis Eltern und Baby Gul und Daddy Gesat werden morgen früh in den Flieger steigen von Karaganda und machen ein paar Tage Urlaub in Almaty.
die werden eine richtig gute Zeit haben. Die Bibigul und der die gesagt haben, volles Programm, haben sich richtig was Schönes für unsere Eltern einfallen lassen. Also ich freue mich sehr, dass sie das erleben dürfen. Und am 9. kommen sie wieder, ne? Ja. Am 9. kommen sie wieder, dann verbringen wir noch 2 Tage hier mit ihnen und dann geht's nach Astana gemeinsam. Wir freuen uns sehr. So. Also, ihr Lieben. Ja, gute Nacht. Bis morgen. Guten Morgen. Nein, Mahlzeit. Wir haben extrem viel Zeit gerade vertrödelt mit dem Visum für Kirgisistan. Katastrophe, sage ich euch. Wir haben es jetzt an die Seite geschoben, Ja. weil wir jetzt nach Temirtau, richtig? Temirtau. Fahren. Wir wollen euch ein bisschen Nostalgie zeigen. Wir sind echt gespannt. Wir haben nur davon gehört, aber wir haben gesagt, da müssen wir hin. Also lasst euch überraschen. Wir haben auch schon alles verräumt, also es geht jetzt direkt los. Aber vorher zeigen wir euch noch mal schnell den Fluss. Und die uns schon länger begleiten, erinnern sich vielleicht, wie voll der vor ein paar Wochen war. Jetzt, ich zeig's euch. Schaut euch das an. So gut wie nichts mehr drin. Wir waren echt erstaunt. Ja, und die Nacht war echt turbulent. Es hat geregnet wie Sau. Wir hatten echt ein bisschen Angst, dass wir hier heute nicht rauskommen. Aber ja, aber es hat wirklich geschüttet wie aus Eimern, geblitzt und gedonnert. Und der Wind war so extrem, dass ich zwischendrin richtig Angst gekriegt habe, dass wir umkippen. Aber jetzt ist alles wieder schön, es geht ein bisschen Wind und ja, alles wieder gut. So, auf nach Temirtau. Temirtau. Yes. So, Bayachale. Also ihr Lieben, ich habe selber nicht gewusst, dass es hier sowas gibt, aber das ist ein Restaurant oder Café, wo man schon zu den Jahren, wo meine Eltern noch jung waren oder wo die noch hier gelebt haben, sind sie immer wieder mal, wenn sie hier vorbeigefahren sind sie hier rein und haben Çebureki gegessen. Und ich habe bei Mama im Status gesehen, dass die hier waren und habe gesehen, wie es drinnen aussieht. Und ich fand es richtig cool, wie es da drin aussieht. Deswegen haben wir gedacht, zeigen wir es euch und gucken uns selber auch einmal an. Genau. Ja, wer von euch hier gewesen ist, kann gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch daran erinnern könnt. Also, wir sind da. Wir haben natürlich um Erlaubnis gefragt, ob wir das hier filmen dürfen. Und jetzt kommt was richtig Besonderes. Schaut euch diese Tonbänder an. Wow, das sieht einfach so cool aus und wir wollten euch das nicht vorenthalten. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere dieses Café hier kennt. Und ja, wir werden jetzt hier auch ein bisschen essen. Wow.
Also es sieht echt aus, als wären wir in der Zeit zurückgereist. Und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Die junge Dame ist übrigens komplett deutsch, kann aber kein Deutsch sprechen, hat auch die Möglichkeit gehabt, nach Deutschland auszuwandern, aber haben sich damals wohl die Eltern dagegen entschieden. Genau. Ja, wie es hier aussieht, hat Katrin schon gezeigt. Richtig, richtig cool. Ja, also mir gefällt es richtig. Sag noch, was wir bestellt haben. Also was wir bestellt haben, ich glaube zu viel schon wieder. Nein, wir haben Hunger. Wir haben Mante bestellt, eine Portion. Dann haben wir 2 Portionen Okroschka. Und jeweils jeder ein Chiburek. I to jest. No. Sieht das nicht klasse aus? Спасибо большое. Was noch wir gerade erlebt haben, es kam gerade ein junger Mann rein, der gerade über die Straße gegangen ist, wo Katrin gerade gefilmt hat, und fragte uns, ob es unser Auto da draußen ist, weil er uns auf YouTube folgt und zuschaut, wie wir reisen. Er ist einer von den 6%, die uns von Kasachstan her zuschauen. Das war ein tolles Erlebnis. Ja, ganz liebe Grüße. Der war richtig glücklich und auch er hat Verwandtschaft in Deutschland. In der Nähe von Dortmund? Ja, genau. Cool. Большой привет тебе. Also, ich weiß nicht, wer das alles essen soll. Eigentlich haben wir einmal Mante bestellt, jetzt haben wir 2-mal, aber ist nicht schlimm. Reste nehmen wir mit. Aber sieht das nicht lecker aus? Oh Mann. Ja, jetzt wo wir schon eigentlich voll sind, haben wir jetzt auch die Chibureke bekommen und sind gespannt, wie sie schmecken. Also bisher war alles lecker. Bisher war alles lecker. Ja. Die Mante haben wir nicht geschafft, die lassen wir uns einpacken für heute Abend. Und ja, ich würde auch sagen, wir essen erstmal ein Chiburek und den anderen lassen wir uns vielleicht auch noch einpacken. Nein. Nein, schaffen wir das? Ja. Okay. Also, die jungen Damen haben mir erzählt, dass es diesen Laden, also nicht in dieser Art, früher war das eine Holzhütte, seit 1959 gibt. Und das Rezept ist bis heute geblieben. Das ist das Wichtige, dass das Rezept immer gleich geblieben ist. Deswegen kommen die Leute so gerne zu ihnen, um Chibureke zu essen. Und es gibt ein Geheimnis, damit die Chibureke so schöne Bläschen haben, kommen auf 7 Kilo Teig 50 Milligramm Wodka rein. Und so bekommen sie ihre schönen Bläschen, die Chibureke. Genau, das haben die jungen Damen mir gerade erzählt. Спасибо вам большое. So, ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen und wir haben uns bewusst für diesen Raum voller Nostalgie entschieden, um dieses Video zu beenden. Wir haben so viele tolle Dinge jetzt noch erfahren hier. Die 2 Frauen gerade, die sind so gesprächig und sind einfach so herzlich. Wenn ihr das Video seht, ganz, ganz liebe Grüße an euch. Ja, und wie ihr wisst, an jedem Ende des Videos wollen wir euch natürlich nicht ohne Segen abschalten lassen. Bitte schön. Also, was habe ich heute für euch vorbereitet? Als ich heute Morgen die Bibel gelesen habe, wurde mir ganz stark bewusst, dass in dieser Welt ein Kampf stattfindet zwischen Licht und Finsternis. Und dass, wenn Menschen uns manchmal angreifen, dass es nichts damit zu tun hat, dass sie uns hassen persönlich, sondern dass vielleicht dahinter einfach eine dunkle Macht ist, die uns schaden möchte. Und die Bibel beschreibt ganz stark, wie wir dieser Macht widerstehen können, und zwar mit Liebe. Ich gebe euch ein Beispiel aus meinem Leben. Und zwar vor ungefähr 8 Jahren oder 9 Jahren. 9 Jahren sind wir frisch zum Glauben gekommen. Und kurz davor ist etwas passiert, dass ich einen Streit mit einem älteren Mann hatte, der auch unser Nachbar war. Und dieser Mann war auch tatsächlich in dem Dorf dafür zuständig,
dass ich in dem Verein Fußball spielen konnte. Nach diesem Streit konnte ich kein Spiel mehr absolvieren, weil ja, ich habe mich selbst erstmal geschämt, dahin zu gehen, weil ich einfach im Clinch mit diesem Mann war und er war im Vorstand. Er hatte da viel zu sagen. Ja, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Und in der Bibel steht geschrieben, bevor ihr zu mir kommt, sagt Gott, dann geht erstmal zu euren Brüdern und wenn ihr irgendein Problem mit ihnen habt und vertragt euch mit denen. Und als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht, hey, ich habe da ja diesen Streit mit diesem Mann. Und dieser Streit hat wirklich mir Türen verschlossen, dass ich in dem Dorf, wo ich war, dann auch wirklich wieder Fußball spielen konnte. Und ich bin aber nicht zu ihm hin, um mich zu entschuldigen, damit ich wieder Fußball spielen kann, sondern weil mir das leid tat, dass wir Nachbarn sind und im Clinch miteinander sind. Und dann habe ich mich zusammengerissen und bin zu ihm hin. Er war nicht da, aber seine Frau war da. Ich habe geklingelt, sie hat die Tür aufgemacht und schaute mich an, skeptisch, und ich sagte, guten Tag, ich habe mit Ihrem Mann einen Streit gehabt. Ist er zu Hause? Sie meinte, nein, er ist nicht zu Hause. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin gekommen, weil ich um Vergebung bitten wollte, dass ich Ihrem Mann zu Unrecht angeschrien habe, dass ich böse zu ihm war. In diesem Moment bekam die Frau einfach Tränen in den Augen, obwohl es das Problem mit ihrem Mann war und nicht mit ihr selber, weil sie einfach nicht damit gerechnet hat, dass sowas passiert, dass Menschen gibt, die einfach kommen und einfach um Vergebung bitten. Ich musste den Mann nicht nochmal persönlich um Vergebung bitten, weil danach war alles wiederhergestellt. Er war vorher richtig böse auf mich und danach hatte man nach dieser Aktion mich so lieb gewonnen. Ich konnte wieder zum Fußball kommen. Ja. Er hat sich immer gefreut, mich zu sehen und die Situation hat sich komplett verändert. Was ist passiert? Das Böse hat das Ihre gestreut und zwischen uns war die Beziehung gebrochen. Und hätten wir weiter aufeinander rumgehakt, hinterm Rücken geredet oder böse aufeinander gewesen oder Unvergebenheit, wenn da weiterhin gewesen wäre, dann wäre nie dazu gekommen, dass ich wieder dort Fußball spielen könnte. Aber da ich hingegangen bin und um Verzeihung gebeten habe, aufrichtig, hat das Licht gewonnen und das Dunkle musste weichen. Und so ist es überall im Leben. Die Finsternis kannst du nicht mit der Finsternis besiegen, sondern nur mit dem Licht. Das heißt, ihr müsst einfach nur eine Taschenlampe nehmen und im dunklen Raum anmachen. Was passiert? Da, wo das Licht reinscheint, ist das Dunkle sofort verschwunden. Und das passiert, wenn Vergebung geschieht, wenn man um Vergebung bittet, wenn man Vergebung ausspricht und wenn man einfach anstatt die Fronten sich verhärten lässt, einfach den Frieden sucht. Bringt man Licht und Liebe hinein. Und nur so gewinnen wir gegen das Böse und gewinnen Menschen für unser Leben, Freunde für unser Leben. Genau. Ja, ich segne euch, wenn ihr irgendwo in eurem Leben sowas habt, dass der Herr euer Herz jetzt berührt, dass auch ihr hingehen könnt, über euren Schatten springen könnt und um Vergebung bitten könnt. Oder wenn euch jemand um Vergebung gebeten hat, dass ihr vergeben könnt in Jesu allmächtigen Namen. Amen. 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 Genau, denn da, wo das Licht ist, muss die Finsternis einfach weichen. Geht gar nicht anders. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann weißt du, freuen wir uns immer sehr über ein nettes Kommentar, über deinen Daumen. Und falls du uns noch nicht abonniert hast, fühl dich frei, das jetzt zu tun. Für uns geht's weiter nach Karaganda und wenn du das nicht verpassen willst, dann sei gern beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, ciao!